Good morning! Guten Morgen! So, what are keys that if you apply them, for sure you will begin to walk in experience? Was sind Schlüssel, dass wenn du sie anwendest, du sicher in Erfahrungen leben wirst? You know, of course, the process or the way is very, very clear. Weißt du, natürlich ist der Weg, der Prozess sehr, sehr klar. First of all, you have to perceive. Zuerst musst du wahrnehmen. You have to come to the perception that this is what God has. Du musst zur Wahrnehmung kommen, dass es das ist, was Gott für dich bereithält. Secondly, you have to understand through meditation. Zweitens musst du durch Meditation zum Verständnis kommen. Thirdly, now you have to walk into the experience. Drittens musst du nun in der Erfahrung leben. If you don't know through experience, you don't know the way God wants you to know. Wenn du nicht durch Erleben weißt, weißt du nicht, wie Gott will, dass du es weißt. One of the first and possibly most important keys to walk in experience Einer der ersten und vermutlich wichtigsten Schlüssel in Erfahrung zu leben is desire. ist der Wunsch. Without desire, you're not going to experience much. Ohne Wunsch wirst du nicht viel erleben. How much you want. Wie viel willst du? You see, desire will drive you out of bed in the morning. Wünschen treibt dich morgens aus dem Bett. Desire will cause you to bring sacrifices that are beyond whatever everybody else brings. Wünschen bewirkt, dass du Opfer bringst, die sonst keine bringt. Now, people say to me, oh, there are no sacrifices in the new covenant. Nun sagen Leute zu mir, im Neuen Bund gibt es keine Opfer. There are only no sacrifices for completely surrendered people. Nur für völlig hingegebene Menschen gibt es keine Opfer. But the sacrifice that I'm talking about is not a sacrifice to bargain with God. Die Opfer, von denen ich spreche, sind keine Opfer, über die man mit Gott verhandeln kann. But it's the sacrifice where you actually leave other things behind so that your desire to experience the greatness of God can be fulfilled. Aber es ist das Opfer, wo du gewisse Dinge hinter dich lässt, damit dein Wunsch, die Großartigkeit Gottes zu erleben, in Erfüllung gehen kann. You know, people live like this all the time. Weißt du, Menschen leben so die ganze Zeit. People have decided to be a millionaire and they sacrifice their health, they sacrifice their family, they sacrifice social friendships just to become millionaires. Menschen wünschen sich, Millionäre zu werden und sie opfern ihre Gesundheit, ihre Familie, soziale Beziehungen, nur um Millionäre zu werden. So, how much do you really desire to experience the supernatural world? Wie sehr wünschst du dir, diese übernatürliche Welt zu erleben? You know, Psalms 105 verse 4 says, seek the Lord and seek his strength. Psalm 105, Vers 4 sagt, fragt nach dem Herrn und nach seiner Macht. That's talking about desire. Hier ist die Rede von Begehren. You will never have more experience with God when you truly desire in your heart. Du wirst nie mehr Erlebnisse mit Gott haben, wenn du es nicht wirklich in deinem Herzen wünschst. The second thing is persistence. Das zweite ist Ausdauer. Paul is so clear in Hebrews chapter 6 verse 12 Paulus ist so klar in Hebräer 6, Vers 12 and in Hebrews 10:35. und in Hebräer 10, 35. He says that you can't be lazy. Er sagt, dass du nicht faul sein kannst. You have to imitate those who through perseverance, which is persistence, Du musst die nachahmen, die durch Geduld, was Ausdauer bedeutet, they inherited the promise of God. die Verheißung Gottes ererben. And in Hebrews 10 verse 35 he says, Und in Hebräer 10, Vers 35 sagt er, do not throw away your confidence, which has great reward. darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. He says God doesn't have pleasure in those who draw back, who quit. Gott hat keinen Gefallen an denen, die sich zurückziehen, die aufgeben. You know, many times you have to have persistence to push through obstacles to have supernatural experience. Manchmal musst du durchbrechen, durch Hindernisse, um übernatürliche Erfahrungen zu haben. Listen, not because of the devil or because of God, but because of your own humanity. Hör zu, nicht wegen dem Teufel oder wegen Gott, wegen deiner eigenen Menschlichkeit. You need to persist to break through your own unbelief. Du musst Ausdauer haben, um deinen eigenen Unglauben zu durchbrechen. You need to persist to change your own heart. All this takes persistence. Du musst Ausdauer haben, um dein eigenes Herz zu ändern. All dies braucht Ausdauer. How many Christians are like Peter? Wie viele Christen sind wie Petrus? He wants the experience to walk in the water, so he steps out of the boat. Er will die Erfahrung, um auf dem Wasser zu gehen, so steigt er aus dem Boot. So he already perceives, he already has an understanding. He heard Jesus say, come. So hat er bereits wahrgenommen und hat bereits ein Verständnis. Er hört Jesus sagen, komm. He acts. Er handelt. He experiences supernatural. Er erlebt das Übernatürliche. But he doesn't persist, so he sinks. Er hat keine Ausdauer, er sinkt. Think how close he was already at Jesus because he was walking towards Jesus. Denk darüber nach, wie nah er schon bei Jesus war.
Denn er ging Jesus entgegen. The moment Peter says, help me, I sink, Jesus grabbed his hand. That means he was right next to him. In dem Moment, als Petrus sagte, hilf mir, ich sinke, ergriff Jesus seine Hand, was bedeutet, dass er neben ihm war. If he would have persisted and just kept looking at Jesus, they could have walked on the water, having a good laugh at the other 11 disciples who stuck in the boat of unbelief. Hätte er Ausdauer gehabt, hätte er weiter Jesus angeschaut, wäre er weiter auf dem Wasser gegangen, er hätte die anderen, die im Boot in ihren Unglauben festsaßen, auslachen können. How many of us are just before a breakthrough into the supernatural experience, but we don't persist? Wie viele von uns sind kurz davor, zum Übernatürlichen durchzubrechen, doch wir haben keine Ausdauer. We desire, we start, and we don't persist. Wir wünschen es, wir beginnen, jedoch haben wir keine Ausdauer. Winners never quit, quitters never win. Gewinner geben nie auf. Menschen, die aufgeben, gewinnen nie. Never forget that. Vergiss das nie. Persist. Halte durch. Listen, I'm 60 years old, Hör zu, ich bin 60 Jahre alt and I'm still persisting. und ich habe immer noch Ausdauer. Every day more. Jeden Tag mehr. Don't quit. Gib nicht auf. Tomorrow we will probably finish up. Morgen werden wir vermutlich beenden.